Rosi hat was zu sagen. Es ist für mich genauso neu wie für euch. Es ist für mich genauso eine Überraschung wie für euch. Aber er hat mich adoptiert. Das heißt im Team. Es wird in Zukunft nicht mehr mein Video, Dennis sein Video, er werdet aus, ich werde aus und ihr seht dann immer dieses und dieses Video. Es wird in Zukunft nur noch eins immer geben, da ich jetzt Team Para-Instinct bin. Ich gehöre zum Team von Dennis und wer noch? Und Aradia. Wir drei sind jetzt Para-Instinct. Und Rosis Kanal bleibt erstmal weiter bestehen, Ja. definitiv. Sie wird ja auch noch Urbexen gehen. Ne? Ja. Ich bin ja nicht immer permanent da. Auch wenn sie mal so kleine Videos macht, wo sie was Paranormales hat, das Ja, macht sie das- dann auch weiter. Von Und- trotzdem, aber Genau. hauptsächlich diese Videos und diese Untersuchungen sind jetzt Richtig. praktisch. Warum habe ich das Para-Instinct. gemacht? Ja. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, jetzt will er die auf seinem Kanal haben oder so. Nein, Es geht einfach darum, Nein. wir sind immer zusammen, stellen immer 2 Kameras nebeneinander auf. Und dann ist es irgendwo schon sinnlos. Ich habe technisch mäßig mehr Möglichkeiten, was auszuwerten, wie Ganz Rosi. genau, ganz genau. Und wenn Rosi das zeigt, ist es immer unfair. Wenn bei mir, ich habe natürlich mehr Auswertung, bei ihr kommt nichts. Das heißt, es ist blöd. Ne? Und da habe ich gesagt, komm, wir machen das zusammen. Wir teilen uns das mit der Auswertung. Ne? Das haben wir schon besprochen. Und es gab auch immer wieder Reden, auch im privaten Kreis. Warum seid ihr 2 verschiedene Teams? Dann hatte ich mit den Gedanken gespielt und wollte schon mal ansprechen, habe mir immer gedacht, weiß ich nicht, wie reagiert sie drauf. Und da hatte ich dann so ein bisschen den Rückzieher gemacht und wollte den richtigen Moment abpassen. Wollte ihr das gestern schon sagen, habe dann auch wieder einen Rückzieher gemacht. Wollte es heute, habe es dann wieder hingeschoben. Während der Autofahrt, damit ich nicht reagieren kann, ja, er musste ja auf der Autobahn geradeaus fahren. Ja, sie war dann Nein. erstmal still, erstmal so ein bisschen überrascht. Und, aber na klar, für sie ist das jetzt auch ungewohnt. Aber es wird sich, wie gesagt, ja nichts verändern, außer dass Nein. der Ruhm von dem Video, das ist ja einfach, Rosi hat einfach auch die Hardware nicht, um das auszusehen. Sie kommt dann nicht Richtig, klar. Die Tonspur hängt nach und das Video hängt nach vorne oder umgekehrt war das. Umgekehrt, ja, alles ins Stocken. Und wenn ich Dennis nicht 10-mal am Tag dann anrufe und sage, hier, pass auf, das und das ist passiert, hilf mir mal weiter, ich komme mit dem Video nicht weiter. Das ist alles über die Ferne immer nicht so zu handeln. Im Endeffekt, wenn das jetzt so ist, ich werde das aus, du werdest das aus. Ja. Ich kann sagen, pass mal auf, hier habe ich das und das gehört oder gesehen, nimmt er mit rein. Du hast Sachen gesehen, die auf meiner Kamera Genau. nicht drauf waren. Und das ist jetzt, denke Ja, ich, ich hatte ja auch immer, wenn ich zum Beispiel 2 Kameras genutzt habe, eine Ja. habe ich da hingestellt oder irgendwo in einen anderen Raum. Ja. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, das auch noch auszuwerten, mir diese 3 Stunden anzugucken. Weil wenn ich ja mit dem anderen, und das teilen wir jetzt auf. Ja? Ja. Und das ist aber auch, wir haben jetzt, was ich sagen muss, was ich nicht mehr alleine machen brauche, und das nimmt mir auch sehr viel Arbeit. Das ist, Aradia tut im Hintergrund zum Beispiel Anfragen stellen. Wir haben jetzt ein Portfolio erstellt. Vielleicht ist es jetzt schon dann veröffentlicht für euch. Ansonsten steht es jetzt hier drin als Link oder in der Videobeschreibung, was wir gemacht haben. Und Aradia arbeitet ja auch im Hintergrund. Ihr habt das ja auch mit dem Telefon mitgekriegt. Wo ich das erste Mal einen Livestream mit ihr gemacht habe, eine PU, da habe ich dann bei der Auswertung gedacht, was ist das über das Telefon? was da immer Und, dazwischen. genau. Und seitdem ist das einfach, ich versuche sie möglichst immer irgendwo jetzt mit zuzuschalten. Problem ist hier wieder nur Notruf. Hier geht's nicht. Ihr habt ja jetzt die Drohnenaufnahmen gesehen. Da ist dann auch ein Auto durch den Wald gefahren mit einem blauen, keine Ahnung, Ja, ja, wer das war. Obwohl es nur Forstbetrieb ist. Ja, naja, gut. Das jetzt dazu. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Zusammenarbeit. Ja, und das ist ja, wir haben ja, guck mal, wie viel Ja. Spaß haben wir Ja, zusammen. wir haben auch Spaß. Ja, und es ist einfach irgendwo, ich finde, das ist schön. für Rosi auch gerecht. Mir kam es dann so rüber, habe ich eben schon mal erklärt, wenn ich wir das auswerten, bei ihr ist es weniger oder sie hat nicht die Möglichkeit, Ja. viel rauszuhören.
Dann sitze ich, gucke mir das an, denke, Mensch, da war viel, aber sie kann es nicht, Ja. weil sie die Hardware nicht dafür hat. Sie hat halt die Möglichkeit nicht. Und da habe ich gesagt, es ist doch auch sinnlos, wenn wir zusammen sind, zwei separate Richtig, Kameras richtig, aufzustellen, richtig, weil wir richtig. arbeiten zusammen, wir machen zusammen die CPU. Richtig. Ja. Das war eine richtig gute Idee am Anfang, Ja. wo ich mitgekommen bin. Wir waren ein Team, ein kleines Team. Mehr privat sind wir losgegangen. Das Paranormale war immer, entweder es war was da oder nicht. Wir sind aber nicht aufs Paranormale aus gewesen. Es war mehr Lost Place. So. Dann mit Dennis. Und bei dir habe ich wirklich das Gefühl immer gehabt, ich bin so gut aufgehoben. Ich habe so viel gelernt. Du hast mir so viel beigebracht. Und warum soll ich jetzt sagen, nee, ich will das nicht, Dennis? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und ich denke, oh, ihr habt was davon. I can feel it in the air tonight. Every shadow's whisper feels alive. There's a fire running through my veins, calling out my name, calling out my name. Every heartbeat's getting louder, like a drum inside my chest. And I know I can't escape it, 'cause it's all that I have left. It's in my blood, it's in my soul. I can't let go, I can't let go. Like a storm that's taking over, pull me under, pull me close. It's in my blood, it's in my soul. I can't let go. Nervt euch das, dass hier viele... Bravo. Nervt euch das, dass hier viele Leute kommen? Was war das? Was war das? Hallo? Mir ist was auf mich draufgefallen. Aus dich rausgefallen. Auf mich draufgefallen. Fallen. Da kam Fallen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn auf dich Ich weiß es nicht. Es kam was, hast du doch gehört, es kam was von oben runter und kam an mir vorbei. Aber das ist doch. Hier liegt doch nichts. Nee. Hier liegt doch kein großer Stein, nichts. Aber du hast doch Ja, gehört. natürlich. Es kam Fallen. Und fallen. Hier liegt. Hier. Geh mal beiseite. Hier können Sie sehen, da liegt auch nichts hinter. Da ist nichts. Hier steht die Thermoskanne und eine M-Milch. Und das K2 Meter, das liegt gerade, das ist ja ein bisschen. Nee, das ist nicht umgefallen. Unfall. Wolltest du das nicht? Das ist aber für uns gefährlich, wenn wir uns hier was. Carmen? Hallo? Carmen? Hallo Carmen. Herbst.
Kehlkopfschnitt. Was ist jetzt? Kehlkopfschnitt. Und der Vogel ist tot. So war das nicht gemeint mit zur Ruhe bringen. Aber es wird nur mit BR. Vielleicht hat sie das so abgekürzt, weil es nicht drin ist. Der Name ist ja nicht drin. Es wird ja auch nicht mit Ä, sondern mit E geschrieben. Bär. Ja, aber vielleicht hat sie... Ja gut, jetzt hat sie Tier hintergeschrieben, ne? Steht hinter. Schutz oder Warnung. Es könnte eine Warnung vor einer unsichtbaren Gefahr sein, energetisch oder symbolisch, etwa geht in Deckung oder passt auf, was kommt. Vielleicht will jemand verhindern, dass ihr etwas seht oder erlebt. Spirituelle Demut. Bückt euch könnte auch im Sinne von verneigt euch gemeint sein, als Aufforderung zu Respekt oder Ehrfurcht vor den Toten. So etwas hört man manchmal an Orten, die stark mit Ritualen, Beerdigungen oder religiösen Symbolen verbunden sind. Fragment einer alten Szene. Es könnte ein Echo von einem Ritual sein. Früher waren Beisetzungen oft mit Gebeten und symbolischen Handlungen verbunden, bei denen Menschen sich verneigt oder niedergekniet haben. Drohender Unterton. Manchmal tragen solche Worte eine aggressive Energie. Bückt euch, gehorcht. Das könnte aus einer anderen Zeit stammen oder einfach Ausdruck einer dominanten Präsenz sein. Gab es ein Ritual oder eine Feier am Tag deines Todes? Schwäche. Wasser. Wasser steht da. Steht genau da. Vielen Dank. Bitte. Gerne. Vielen Dank. Bitte. Gerne. Vielen Dank. Bitte. Gerne. Fühlt ihr euch inspiriert von dem Wald, der euch hier umgibt? Stahl. Dein Magen? Ja. Erzogen.
Willst du, dass der Wald dich schützt oder verbirgt er dich? Kriege. Wir werden jetzt diese beiden Geräte mal kurz ausschalten. Okay, ich habe ja gefragt wegen dem Wald, ne? Harmonisch, ihr findet das harmonisch. Okay. Was empfindest du denn, wenn du beobachtest, wie dieses Gebäude zerfällt? Das ist eine Atmosphäre hier drin. Das ist echt unbeschreiblich. Ich habe auch die ganze Zeit Bauchkribbeln. Zehnfach. Wie viele sind denn jetzt hier gerade und sehen uns zu? Geschwindigkeit. Der Arzt war schuld. Das hatten wir schon mal. Ja. Hustenburg. Geschwindigkeit. Kannst du das Gerät, wo die Mücke gerade dran ist, hier dieses mit der grünen Lampe oder da hinten, kannst du das mal berühren und zum Blinken bringen, bitte? Hier steht No, Nein drauf und da hinten steht Yes. Wenn du es, stellen wir mal eine Frage. Frei. Frei. Stelle ich mal eine Frage. Bist du frei? Hier steht No und da hinten steht Yes. Ihr denkt falsch. Wie sollen wir denn denken? Bräuchten einen Hinweis. Wir sind auch nicht perfekt. Magisch. Passiert. Magisch. Passiert. Passiert. Ja, wir sind auch nicht perfekt. Nein. Tod. Mach mal bitte die Amelie aus. Wir schalten mal eben die Geräte aus.
So. Ich habe hier ein Mikrofon. Hier vor mir steht ein Mikrofon. Da musst du nach meiner Frage bitte reinsprechen oder mir eine Antwort oder uns eine Antwort bitte drüber geben. Ich stelle jetzt die erste Frage. Ist jemand von der Familie Bär hier anwesend? Da war ein Ja. Psst. Heiliges Programm. Okay. Das Problem ist, er speichert die nicht ab. Ich muss mal kurz hier ran. Ich werde das hier drüber laufen lassen. Ich spiele das nochmal ab. Nochmal. Ich spiele es jetzt mal langsam ab. Gut. Dankeschön für die Antwort. Bist du eine Frau oder ein Mann? Ich müsste normalerweise Kopfhörer haben. Verstärker. Kannst du bitte nochmal wiederholen, bist du eine Frau oder ein Mann? Wie ist dein Name?
Rosi, stell du mal eine Frage. Dürfen wir heute hier sein? Ist noch jemand hier? Da ist irgendwas drauf. Da ist irgendwas drauf. Doch, jetzt habe ich es auch gemacht. Fast am Ende ist was drauf. Du musst bitte versuchen, so deutlich, vielleicht bin ich auch zu nah an dem Mikrofon, ich kann aber nicht weiter weg. Vielleicht kannst du mal richtig deutlich in das Mikrofon sprechen. Ich stelle jetzt noch mal eine Frage. Kannst du uns sehen? Das Klicken kommt von dir? Das war hier gerade von dem Kabel. Okay. Kannst du uns sehen? Was war das? Als wenn jemand über Steine läuft. Jetzt habe ich es überspielt, ich blöd Mann. Falschen Ja. Knopf gedrückt. Es klang, als wenn jemand so über den Dreck läuft, so. Das Knirschen. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, bitte? Hier stimmt was nicht. Ich weiß schon, was los ist. Ja? Weil da hin sind alle. Kann aber nicht sein. Achso, gerade erst gemacht. Ich werde ihn wechseln. So, tut mir leid, wir mussten gerade die Batterien tauschen. Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Das Gerät funktioniert nicht mehr. Was ist das? Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Also irgendwas ist hier gerade... Okay. Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Magen kam oder. Das hört sich an wie Baum. Was meinst du denn mit Baum? Dürft ihr nicht mit uns sprechen? Ich denke, eine Frau ist hier, Dennis. Frag doch mal. Ist eine Frau hier anwesend? Da kam zwischen. Ja, das ist, wenn das Kabel da gegen diese Stange. Ach so. Aber war nichts drauf. Stehst du da hinten links in der Ecke? Weiß ich nicht. Kommt nichts so wirklich was. Sollen wir gehen? Möchtet ihr ein Gebet? Ich war mir jetzt nicht sicher, aber ich habe, glaube ich. Also ich werde das Gerät gleich wegpacken. Gibt es irgendwas, was ihr den Menschen mitteilen möchtet?
2 Sachen drauf gehabt? Zweimal, ja. Vielleicht kostet euch das zu viel Energie, mit uns zu sprechen. Ich würde sagen, das hat ja keinen Sinn. Also da jetzt. Wir wollen ja auch nichts erzwingen. Geht ja auch sowieso nicht. Aber ich würde gleich die Spiritbox einmal ausprobieren. Ich würde aber nochmal die Alice und die Ameline gerne anmachen und wollte nochmal darüber nachfragen. Vielleicht haben die ja kommuniziert. Und es ist halt vielleicht zu leise, dass wir das nicht direkt verstehen. Was machst du? Mal gucken. So. Nee, weil ich sehe dich da nur, du stehst da wie angewurzelt, sagst nichts. Habt ihr gerade über das Gerät versucht, mit uns zu kommunizieren? Habt ihr da was drauf gesprochen? Fahne. Zeigt auf das Gerät vorne. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht meint die Spiritbox? Darüber? Telefon wäre jetzt optimal gewesen. Das war schön, ja. Empfang ist ja sowieso nicht. Was ist, wenn man einfach, wenn ich trotzdem versuche, dich anzurufen, dann ist aber die Ich habe Verbindung. hier gar keinen Empfang. Ne? Na eben, es ist kein Empfang. Warte mal. Wir müssen mal eben. Was ist das denn? Mobilfunknetz nicht verfügbar. Johann. Hallo Johann. Hallo Johann. Ausleihen. Ausleihen. Exekutive. Das war schon mal. Wieder. Person. Ja, Rosi, da geht gar nichts. Kannst knicken. Schade.
Wie lautet dein Name? Innen. Innen. Ich werde jetzt Rosi mal kurz alleine lassen. Entdeckt. Ich werde Rosi jetzt kurz alleine lassen. Ich werde draußen eine rauchen. Ich möchte nicht hier drinnen rauchen. Vielleicht könnt ihr euch ja mal mit Rosi hier unterhalten. Der wird gleich blinken. Ne? Naja. Ich bin Jakob. Was hat sie gesagt? Unfug und ausgezeichnet. Vielleicht weil ich rauskomme, die noch nicht rauchen. Richtig. Wir kommen ja auch mit Respekt. Ich habe lange überlegt, was das gewesen sein könnte. Das Schlüsselloch liegt bei meiner Körpergröße ungefähr auf Hüfthöhe und ich stand mit dem Rücken zur Tür. Ihr habt das Feuerzeug schon ein paar Sekunden vorher gehört und es war definitiv keine Taschenlampe. Auch kein Feuerzeug. Hätte ich selbst eine Lichtquelle benutzt, hätte man den Lichtschein oben am Türbogen gesehen. Aber so wie es aussieht, kam das Licht von innen, direkt hinter der Tür. Und ich habe keine Erklärung dafür, was das gewesen sein soll. Ich habe immer noch das Gefühl, dass eine Frau hier anwesend ist. Kreuz. Neueste. Weggarage. Informiert. Möchtest du uns über irgendetwas informieren? Untrennbar. Fünfte. Du sprichst von nicht teilen, nicht trennen, gemeinsam, untrennbar. Priorität. Seid ihr getrennt worden?
Hier draußen hängt ein Glühwürmchen. Oh, identifizieren. Möchtest du nochmal unseren Namen? Haltet euch bereit. Haltet euch bereit. Mein Name war Rosi. Mein Name war Rosi. Und draußen ist gerade Dennis. Wer bist du? Und draußen ist gerade Dennis. Wer bist du? Albtraum. Albtraum. Kommunizieren. Kommunizieren. Das ist unser Sinn heute. Wir kommen, um mit euch zu kommunizieren. Möchtet ihr uns was sagen? Ist noch was unausgesprochen? Meistersohn. Meistersohn? Hilf mir. Was kann ich mit diesem Wort anfangen? Wortwörtlich Sohn eines Meisters. In früheren Jahrhunderten war der Begriff Meister nicht nur für Handwerker, sondern auch für Autoritätspersonen, Adlige oder Kirchenmänner gebräuchlich. Ein Meistersohn könnte also ganz wörtlich der Sohn eines angesehenen Familienoberhaupts gewesen sein, also eines Herrn von Bär. Möglichkeit: Der Verstorbene stellt sich als Sohn des Hausherrn oder Sohn des Familienoberhauptes vor. Könnte sich Meistersohn auf ein jung verstorbenes männliches Familienmitglied beziehen, das nicht zum Familienoberhaupt wurde, aber vielleicht in Ausbildung oder für eine besondere Rolle bestimmt war. Generieren. Muss nur reden. Habt ihr gesehen, dass draußen ein Glühwürmchen hängt?
hängt an dem Gebäude. Echt? Ja. Was war das? Das war ich. Aber es war zweimal und ich war es nur einmal. Schweren Herzens. Was bedrückt dich? Ziel? Auseinander. Ich habe das Gefühl, die Familie von Bea wurde irgendwie getrennt. Ihr sprecht so oft davon. Was ist passiert? Ist der Blitz wieder an? Wart ihr adelig? Ich habe draußen ein Tier gesehen. Wie heißt dieses Tier? Okay, danke schön. Okay, danke schön. They told me war would make us free, but all I see are graves and grief. The names are burned, the blood runs dry. Another soul lost to the light. Bombs and prayers fall side by side, while mothers kneel where children die. No justice comes, no truth remains, just shattered glass and phantom pain.
burn in the smoke. Do you feel what hate evokes? Their screaming is still beneath the flame. They're whispering. They curse your name. Para-instinct. We hear what can't be seen. Para-instinct. The silence in between. Para-instinct. Where the lost still cry. Para-instinct. We never say goodbye. Para-instinct. Para-instinct. A boy once dreamed beneath the stars. Now all that's left is ash and scars. They turned his home into a tomb. No songs are sung, no flowers bloom. Unmarked graves, forgotten screams are buried deep in broken dreams. But every soul that's torn away still lingers here, still wants to say, I was here, I was real. I had hopes you tried to steal, but I remain inside the sound. You cannot kill what won't stay down. Para-instinct. We rise though torn apart. Para-instinct. The truth inside the dark. Para-instinct. Where the pain can't lie. Para-instinct. We never say goodbye. Para-instinct. Echo in the flame. Say our names, we remain. We don't die. You buried hope beneath your hate, but we are stronger than your fate.